Wenn Sie jetzt auf einem sanften Hügel der Halbinsel Kola stünden, ein paar Dutzend Kilometer von der Grenze zu Norwegen entfernt, würden Sie nichts Besonderes sehen. Niedrige Büsche, graue Findlinge, ein rostiger Zaun um eine Betonplattform von der Größe einer kleinen Garage. Keine Berge, kein Krater, kein einziges äußeres Anzeichen dafür, dass genau an dieser Stelle Menschen etwas getan haben, das sie fast 40 Jahre lang nirgendwo auf der Erde wiederholen konnten. Unter diesem unscheinbaren Ort erstreckt sich ein Bohrloch mit einer Tiefe von 12.262 Metern. Mehr als 12 Kilometer streng vertikal nach unten in die Kruste des Kontinents. Dies ist die tiefste Stelle, die jemals von Menschenhand geschaffen wurde, und dieser Rekord ist seit 1989 ungeschlagen. Sie ist tiefer als der Marianengraben, die tiefste Stelle des Weltmeeres. Und doch ist sie nach den Maßstäben der Erde selbst nur ein Kratzer. Die Entfernung zum Mittelpunkt des Planeten beträgt mehr als 6.300 Kilometer, was bedeutet, dass die Menschheit in 20 Jahren Bohrungen weniger als 0,2% in das Innere ihres eigenen Planeten vorgedrungen ist. Geben Sie ein Like, wenn die gerade gehörte Zahl Sie überrascht hat. Der nächste Teil dieser Geschichte wird noch seltsamer. Zum Vergleich: Das tiefste Ölbohrloch der Welt, das diagonal und nicht streng nach unten gebohrt wurde, erreicht eine ähnliche Gesamtlänge des Bohrstrangs, aber diese Zahlen sind nicht direkt vergleichbar. Dort, wo die Ölbohrer seitlich entlang sanfter Sedimentschichten vordringen, ging das Kola-Bohrloch die ganze Zeit praktisch streng vertikal durch eine der härtesten und ältesten Gesteinsarten auf dem Planeten. Einen kristallinen Fundament mit einem Alter von fast 3 Milliarden Jahren. Wie kam es überhaupt zu der Idee, ein Loch dieser Tiefe zu bohren? Und was veranlasste sie, es genau dort aufzugeben, wo sie es aufgaben? Im Jahr 1960 begannen sowjetische Geologen auf der Halbinsel Kola mit dem Bohren mit einem bestimmten wissenschaftlichen Ziel: die Grenze zu erreichen, die die seismische Erkundung in einer Tiefe von etwa 7 Kilometern zu entdecken versprach. Den Übergang von den Granitgesteinen der oberen kontinentalen Kruste zu dichteren Gesteinen vom Basalttyp darunter. Diese Grenze kannten die Wissenschaftler weltweit nur indirekt durch die Art und Weise, wie seismische Wellen sie durchquerten. Aber sie hatten sie noch nie direkt gesehen oder berührt. Das Kola-Bohrloch sollte die erste direkte physische Bestätigung in der Geschichte werden, dass die Seismologen jahrzehntelang Modelle auf Papier gezeichnet hatten, ohne die Möglichkeit zu haben, sie zu überprüfen. Dies war nicht der einzige Versuch dieser Art auf der Welt. Einige Jahre zuvor versuchte das amerikanische Projekt Mohole die gleiche Aufgabe auf andere Weise zu lösen: vom Meeresboden aus zu bohren, wo die kontinentale Kruste deutlich dünner ist und die Grenze theoretisch näher wäre. Das Projekt wurde wegen vielfacher Budgetüberschreitungen eingestellt, ohne auch nur einen vollen Kilometer zu durchdringen. Das sowjetische Programm wählte den genau entgegengesetzten Weg: nicht nach einer dünneren Stelle zu suchen, sondern durch eine der dicksten kontinentalen Platten der Welt zu bohren. Methodisch jahrzehntelang an derselben Stelle, ohne Fehler bei der Wahl des Bohrpunktes. Die Aufgabe, streng vertikal in eine solche Tiefe zu bohren, ist nicht nur eine Frage der Leistung der Anlage. Je tiefer das Bohrloch wird, desto stärker verdreht sich die kilometerlange Bohrgestängesäule unter ihrem eigenen Gewicht und der Reibung an den Wänden. So wie sich ein langes Seil verdreht, wenn man ein Ende dreht und das andere festhält. In mehreren Kilometern Tiefe kann eine normale, starre Säule die Drehung ohne Zerstörung nicht bis zum Bohrloch übertragen. Die Ingenieure lösten dieses Problem mit einem Turbinenbohrer, einem Bohrkopf, der nicht von der Säule von oben gedreht wird, sondern vom Fluss der Bohrspülung, die direkt zur Stelle des Gesteinsbruchs gepumpt wird. Gerade diese technische Lösung ermöglichte es überhaupt, Tiefen zu erreichen, die für Bohrungen, die bis dahin anderswo durchgeführt wurden, unvorstellbar waren. Jedes Mal, wenn der verschlissene Bohrmeißel am tiefsten Punkt ausgetauscht werden musste, musste die gesamte kilometerlange Bohrgestängesäule vollständig an die Oberfläche gehoben.
einige Meter Ausrüstung am Ende ausgetauscht und alles wieder, Meter für Meter, Stunde für Stunde abgesenkt werden. In großen Tiefen konnte ein solcher Zyklus des Hebens und Senkens der Säule mehrere Tage ununterbrochener Arbeit erfordern, nur um ein Teil von der Größe einer menschlichen Handfläche auszutauschen. Abonnieren Sie den Kanal. Als nächstes folgt eine Entdeckung, die die Vorstellungen von der Struktur der Erdkruste buchstäblich auf der ganzen Welt auf den Kopf stellte. Bis zum Jahr 1989, nach fast 20 Jahren ununterbrochener Arbeit, erreichte die Bohrung eine Tiefe von 12.262 Metern. An dem Tag, als der letzte Bohrkern an die Oberfläche geholt und seine Zusammensetzung mit der Prognose verglichen wurde, die zu Beginn des Projekts erstellt worden war, erwarteten die Spezialisten eine Bestätigung ihrer jahrelangen Arbeit. Stattdessen sahen sie Daten, die in den folgenden Jahren immer wieder neu erklärt werden mussten. Bereits in einer Tiefe von etwa 7 Kilometern, genau dort, wo seismische Modelle seit Jahrzehnten eine klare Grenze zwischen Granit und Basalt versprachen, zeigte der Bohrkern keinerlei Übergang. Das Gestein blieb im Wesentlichen dasselbe, metamorph, verwandelte sich aber nicht in den vorhergesagten Basalt. Es stellte sich heraus, dass die abrupte Änderung der seismischen Wellengeschwindigkeit, die jahrzehntelang als Gesteinswechsel interpretiert worden war, tatsächlich durch tiefgreifende Metamorphose verursacht wurde. Durch mit Fluid gefüllte Risse und Dichteänderungen innerhalb desselben Gesteins unter gewaltigem Druck. Und nicht durch den Übergang von einer Schicht zu einer prinzipiell anderen. Praktisch die ganze Welt hatte dieselben seismischen Daten falsch interpretiert. Und das nicht nur in Bezug auf die Halbinsel Kola. Dasselbe Granit-Basalt-Übergangsmodell wurde zur Interpretation der Seismik der kontinentalen Kruste auf anderen Kontinenten verwendet. Und die einzige Möglichkeit, dies wirklich zu überprüfen, war, buchstäblich dorthin zu gehen und es mit eigenen Händen zu berühren. Die zweite Entdeckung war nicht weniger unerwartet. In Tiefen, in denen das Gestein nach allen Berechnungen absolut trocken sein sollte, zu groß der Druck, zu hoch die Temperatur für das Vorhandensein von freiem Wasser im üblichen Sinne, zeigte der Bohrkern unerwartet Anzeichen von fluidgesättigtem Gestein. Freies, fließendes Wasser gab es dort tatsächlich nicht. Es war chemisch in das Kristallgitter der Minerale selbst gebunden und wurde erst bei der Zerstörung des Gesteins während des Bohrens freigesetzt. Das bedeutete, dass die kontinentale Kruste in solchen Tiefen keineswegs monolithisch und dicht war, wie jahrzehntelang angenommen, sondern von mikroskopischen Pfaden durchzogen war, entlang derer Fluide, selbst in Tiefen von vielen Kilometern, langsam zirkulierten. Eine Tatsache, die seitdem in Modellen verwendet wird, wie Wasser überhaupt tief unter der Erdoberfläche zirkulieren kann. Und dann, in einer Tiefe von mehr als 6 Kilometern, fand man im Bohrkern etwas, das dort prinzipiell nicht hätte sein dürfen. Versteinerte Überreste von mindestens 24 Arten von Mikroorganismen, etwa 2 Milliarden Jahre alt. Einzellige Lebewesen und Plankton, eingeschlossen in organische Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen, die sie offenbar vor der Zerstörung unter dem ungeheuren Druck und der Temperatur in dieser Tiefe schützten. Vor diesem Fund hatte niemand vermutet, dass Spuren alten Lebens überhaupt so tief in der kontinentalen Kruste entdeckt werden könnten. Das Gestein bildete sich unter Bedingungen, die lange Zeit als völlig steril galten. Gerade solche Funde veranlassten später Astrobiologen zu der Überlegung, dass, wenn Leben in Gesteinsspalten in einer Tiefe von 6 Kilometern unter der Erdoberfläche überleben kann, die Grenzen, an denen man nach Leben auf anderen Planeten suchen sollte, zum Beispiel tief unter der Eisdecke der Jupitermonde oder Saturnmonde, weitaus breiter sind als zuvor angenommen. Vor der Kola-Bohrung beschränkte sich die Vorstellung von einer lebensfreundlichen Zone hauptsächlich auf die Temperatur und das Vorhandensein von flüssigem Wasser an der Oberfläche. Danach musste man erkennen, dass die untere Grenze der Bewohnbarkeit der Erdkruste zum Zeitpunkt der Entdeckung einfach niemandem bekannt war.
Sie hatte einfach noch niemand gefunden, weil niemand so tief gebohrt hatte. Geben Sie einen Daumen hoch, wenn die Entdeckung von lebenden Organismen in einer Tiefe von 6 Kilometern unter der Erde Sie mehr überrascht als die Zahl von 12.000 Metern selbst. Etwa zur gleichen Zeit, Anfang der 90er Jahre, begann eine ganz andere Geschichte über die Kola-Bohrung zu kursieren, keine wissenschaftliche mehr. Laut Erzählungen, die über Boulevardzeitungen und religiöse Radiosendungen verbreitet wurden, sollen Ingenieure ein Mikrofon in die Bohrung hinabgelassen und Geräusche aufgezeichnet haben, die als menschliche Schreie interpretiert wurden. Angeblicher akustischer Beweis dafür, dass beim Bohren versehentlich die Hölle durchbrochen wurde. Die Geschichte wurde mit jeder Wiedererzählung detaillierter. Die extreme Temperatur in dieser Tiefe, die Geheimhaltung des Projekts in den letzten Jahren seines Bestehens, die Atmosphäre des Kalten Krieges, all das schuf zusammen den perfekten Nährboden für einen Mythos, der Mitte der 90er Jahre bereits als dokumentierte Tatsache wiedererzählt wurde. Die Realität ist prosaischer und in gewisser Weise interessanter als die Legende selbst. In keinem offiziellen Projektbericht gibt es Aufzeichnungen von Schreien. Und die Idee, ein gewöhnliches Mikrofon auf eine Tiefe von 12 Kilometern zu lassen, wo die Temperatur 180 Grad erreicht, ist mit der auf der Station verwendeten Ausrüstung physisch nicht machbar. Was die empfindlichen seismischen Sensoren in dieser Tiefe tatsächlich registrierten, war das niederfrequente Grollen der arbeitenden Bohrgeräte und das charakteristische Knirschen des Gesteins selbst, das sich unter seinem eigenen Gewicht in einer Tiefe von vielen Kilometern langsam verformte. Ein Geräusch, das mit bestimmter Klangbearbeitung und dem Wunsch, etwas Unheilvolles zu hören, tatsächlich für alles Mögliche ausgegeben werden kann. Der Mythos von der Bohrung in die Hölle bleibt eines der beständigsten Beispiele dafür, wie ein reales, wirklich seltsames wissenschaftliches Projekt zu einer viel einfacheren und leichter zu erzählenden urbanen Legende wird und gleichzeitig fast vollständig aus dem kollektiven Gedächtnis verdrängt, was dort tatsächlich gefunden wurde. Fragen Sie einen zufälligen Passanten, was er über die Kola-Bohrung gehört hat, und mit weitaus größerer Wahrscheinlichkeit werden Sie von Schreien aus der Hölle hören, als vom metamorphosiertem Gestein anstelle von Basalt, Wasser in Mineralien oder 2 Milliarden Jahre alten Mikroorganismen, obwohl die wahre Geschichte interessanter ist als die erfundene, gerade weil sie tatsächlich passiert ist. Wie endete die Geschichte dieser Bohrung wirklich? Die Gesteinstemperatur in der Endtiefe betrug etwa 180 Grad Celsius, fast doppelt so hoch wie die Berechnungen vor Projektbeginn ergaben. Bei dieser Temperatur verhält sich das Gestein nicht mehr wie ein Festkörper. Es wird plastisch, zähflüssig, fast fließend und beginnt schneller in das gerade gebohrte Loch zurückzufließen, als die Ingenieure es erweitern können. Die weitere Bohrung stieß buchstäblich nicht auf mangelnde Leistungsfähigkeit der Ausrüstung, sondern auf die physikalischen Gesetze des heißesten Gesteins. Kein zu diesem Zeitpunkt bekanntes Material erlaubte es, unter diesen Bedingungen weiter zu bohren. Abonnieren Sie den Kanal. Was danach geschah, hat nichts mit Physik zu tun. Die Rechnung für das Projekt wurde nicht mehr vom Gestein gestellt, sondern von der Geschichte eines ganzen Landes. Die Bohrversuche wurden bis 1992 fortgesetzt, aber mit dem Zerfall der Sowjetunion verschwand die Finanzierung des auf jahrzehntelange staatliche Investitionen ausgelegten Programms einfach. Im Jahr 1995 wurde die Station offiziell geschlossen. Heute ist die Mündung der Bohrung mit einer massiven Metallkappe verschweißt. Ein Teil der Ausrüstung wurde demontiert und geplündert. Und die rostenden Gebäude der Station stehen mitten in der Tundra. Ein Denkmal für ein Projekt, das bis an die physikalische Grenze des Möglichen getrieben und nicht gestoppt wurde, weil das Ziel erreicht wurde, sondern weil man sofort auf die Gesetze der Thermodynamik und die Geschichte eines ganzen Landes stieß. Der Rekord blieb jedoch nicht bestehen, weil niemand mehr versuchte, ihn zu brechen. Bereits im Jahr 1987 begann im bayerischen Windischerschenbach die eigene deutsche Tiefbohrung, das KTB-Programm, das sich mit der Erforschung derselben kontinentalen Kruste befasste,
jedoch in einer völlig anderen geologischen Region Europas. Bis Oktober 1994, nach 1468 Bohrtagen, stoppte die deutsche Bohrung in 9100 Metern Tiefe. Bis heute die tiefste Stelle auf deutschem Territorium und das dritthöchste Ergebnis auf dem Planeten. Man stoppte aus ungefähr demselben Grund wie auf der Halbinsel Kola. Das Gestein war in dieser Tiefe spürbar heißer und plastischer, als es in den Projektberechnungen vorgesehen war. Ein neuerer Versuch, sich dem Rekord zu nähern, kam aus Asien. Im Jahr 2023 begann in der Taklamakan-Wüste im Nordwesten Chinas die Bohrung einer ultratiefen Bohrung namens Shenditak 1, die für eine Tiefe von über 11.100 Metern ausgelegt war. Anfang 2025 war die Bohrung auf einer Tiefe von 10.910 Metern abgeschlossen. Das ist das zweitbeste Ergebnis der Welt nach der Kola-Kolskaja-Bohrung und die tiefste vertikale Bohrung in Asien. Für die letzten 900 Meter Tiefe benötigte das Team mehr als 300 Tage. Je tiefer es geht, desto unverhältnismäßig langsamer und teurer wird jeder weitere Meter. Die Motivation für das chinesische Projekt ist eine andere, viel praktischere. Die Erkundung von Öl- und Gasvorkommen in großer Tiefe. Nicht die Suche nach der Grenze der kontinentalen Kruste. Aber das Ergebnis ist dasselbe. Selbst ein halbes Jahrhundert später, mit unvergleichlich modernerer Ausrüstung, konnte keine der nachfolgenden Versuche die von sowjetischen Ingenieuren noch in den späten sowjetischen Jahren gebohrte Bohrung übertreffen. Schreiben Sie in die Kommentare, was glauben Sie, hindert uns wirklich daran, es noch einmal zu versuchen, und zwar aus wissenschaftlichen Gründen und nicht wegen Öl? Die Kosten, die Physik des glühenden Gesteins oder einfach die Tatsache, dass in 40 Jahren kein einziges Land einen ausreichend triftigen Grund dafür gefunden hat? Die Ironie der ganzen Geschichte ist, dass die Menschheit in den Jahrzehnten seitdem fast das gesamte Ozeanrelief des Planeten kartiert, Sonden jenseits des Sonnensystems geschickt und die Oberfläche ferner Exoplaneten im Detail betrachtet hat. Aber der physischen Berührung des Mantels ihres eigenen Planeten nicht näher gekommen ist, als sie es im Jahr 1989 war. 12.262 Meter. Das sind weniger als 0,2% der Entfernung zum Erdmittelpunkt und bis heute ist das immer noch ein Rekord, der weder mit neuem Geld noch mit neuer Ausrüstung gebrochen werden kann, sondern ausschließlich durch die Temperatur und Viskosität des Gesteins selbst. Wenn Sie es nicht weniger erstaunlich finden als jeden Fund im Weltraum, dass der am besten untersuchte und scheinbar vollständig kartierte Planet des Sonnensystems immer noch buchstäblich unter unseren Füßen Stoff verbirgt, den noch nie jemand berührt hat, dann geben Sie diesem Video einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Geschichten darüber, was sich als viel näher an der Oberfläche herausstellt, als man denken könnte, werden hier wieder erscheinen.